Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Android. Heute geht's um App Launcher. Nachdem wir letztes Mal so einen Haufen Code hatten, wird es wahrscheinlich heute genauso viel, mindestens. Yeah. Okay, egal. Und zwar App Launcher, was ist das zunächst einmal? App Launcher ist das, wenn ihr auf eurem Handy auf die mittlere Maustaste drückt, dann seht ihr euren App Launcher, also quasi euren Homescreen, sozusagen der Desktop von eurem Handy. Das heißt, wenn ihr da draufklickt, seht ihr sozusagen den Hintergrund, habt da die Auswahl, auf was möchte ich denn draufklicken und was möchte ich starten. Ja, das ist ein App-Launcher, den kann man natürlich mega gut selbst basteln und es ist sehr, sehr cool, wenn man sich selbst einen eigenen App-Launcher bastelt. Es fühlt sich an, als würde man sein eigenes Betriebssystem basteln, ist leider nicht ganz so. Aber man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Einfluss, kann natürlich vom Style her extrem viel selber designen und das ist dann ziemlich cool, wenn man so ein eigenes Teil hat und ja, man kann natürlich auch seine eigene Vorlieben, zum Beispiel, wenn man lieber eine Liste hat, anstatt diese komischen Buttons da oder sowas, kann man alles einstellen. Ist natürlich eine super Sache, deswegen heute wichtiges Thema. Okay, was wir eigentlich bloß machen müssen, ist folgendes. Hier ein Home und das nächste hier noch Default reinschreiben. Im Manifest übrigens sind wir gerade. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Dann wird das Ding schon als komplettes App-Launcher-Gerät sozusagen anerkannt. Was wir jetzt hier allerdings zur Einfachheit noch einfügen wollen, ist bei Activity ein Android Launch Mode. Und zwar hier sehen wir es Single Instance, Single Task oder Standard oder Single Top. Wir nehmen Single Task, das bedeutet, dass wir tatsächlich nur ein einziges Mal diese Activity laufen lassen können. Das heißt, wenn es einmal Main Activity gibt, dann kann sie tatsächlich nur ein einziges Mal ausgeführt werden. Das heißt, wir kommen immer wieder zu dieser Activity zurück, sollte es sie irgendwie mal, keine Ahnung, nochmal aufgerufen werden. Also ich meine, ihr könnt ja mehrmals den Button drücken, den Home-Button, und dann landet ihr immer wieder bei derselben Activity. Auch sehr praktisch und sollte unbedingt bei einem Launcher definitiv dabei sein. So, was wir dann also jetzt machen wollen, ist hier in unserer Activity hier drin. Das sieht aktuell noch sehr, sehr lahm aus. Wollen wir natürlich so nicht haben. Wir wollen hier eine List View benutzen dieses Mal. Wir wollen sozusagen alle Apps in einer Liste darstellen, vielleicht ein paar Informationen darüber gewinnen und dann können wir da auswählen, welche wir denn jetzt starten wollen. Dazu nehmen wir ein Linear Layout und XMLNS, na komm schon, Doppelpunkt Android ist gleich HTTP Schemas Android res Android. Das ist es, was wir wollten. Gut, was wir jetzt hier noch machen wollen, ist natürlich Android Layout. Ups, wenn ich jetzt noch richtig tippen würde, Layout Width ist Match Parent. Wir wollen, dass das Ding komplett den ganzen Screen ausfüllt. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn es einen kompletten Screen alle Apps anzeigen soll. Android Layout Hate ist auch Match Parent. Und die Orientation setzen wir mal fest. Das ist ja bei vielen Launchern so. Die setzen, Orientation setzen wir fest auf Vertical. Okay, so. Hier rein packen wir uns jetzt eine List View. List View. Und da soll jetzt erstmal Match Parent überall stehen, damit sie auch den ganzen Screen annimmt. Und was wollen wir noch haben? Wir wollen hier noch eine ID geben. Android ID ist Add plus ID. Keine Ahnung. Alle Apps. Okay, hier unten noch das Relative Layout wieder rauslöschen und dann, Entschuldigung, und dann müssen wir natürlich noch hier ein weiteres Layout erstellen und zwar für ein einzelnes Listenelement. Ich hoffe, ihr habt mein Video zu List Views gesehen, sonst könnte es jetzt ein bisschen schwierig werden, aber ich erkläre euch einfach nebenbei quasi, was wir hier noch machen. Also für eine List View braucht man gleichzeitig auch noch ein Layout, wie ein einzelnes Element der Liste aussieht, deswegen hier Layout Resource File. Wie nennen wir sie? List Element. Und wollen wir in einem Relative Layout haben? Relative Layout. So, machen wir mal okay. Und ja, nein, danke. Wir bleiben hierbei. Das Einzige, was wir hier noch setzen müssen, ist Android Padding. Wollen wir auf 5 Density Pixel setzen. Und ansonsten bin ich eigentlich damit schon zufrieden, also zumindest sah es so bei mir einigermaßen hübsch aus.
Was wir jetzt hier machen, ist eine Image View. Und zwar eine Image View, die sozusagen das Icon der App hat. Ohne Icons wäre es ein bisschen langweilig. Das wird Wrap Content und Wrap Content sein. Von der Größe, die ID, die es bekommt, Android Doppelpunkt-ID. Komm schon. Add plus ID nennen wir App Icon. Und wir packen das ganze Ding nach links oben. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon so gemacht. Also sagen wir Android Doppelpunkt Layout Align Parent Left. Genau das wollte ich haben. Vielen Dank. Irgendwie kann das Programm Gedanken lesen. Das ist echt gut. So, Android Doppelpunkt Center Vertical. Wir wollten es in die Mitte links schieben, damit es halt den ganzen linken Platz einnimmt. Center Vertical, vielleicht packen wir doch noch ein bisschen was drunter, aber nicht allzu viel, wenn dann. Center Vertical True. So, unten drunter kommt eine Text View. Nicht unten drunter, rechts davon kommt eine Text View. Die wird auch Wrap Content und Wrap Content haben. Die ID setzen wir auf ID Add plus ID. Wie nennen wir sie? App Name oder sowas. App Name, ja, hört sich gut an. Okay, wir wollen sie rechts von Android Doppelpunkt Layout. Schade, diesmal kann es keine Gedanken lesen. Layout Bodenstrich to right off. Add plus ID. Wie haben wir es denn genannt hier? App Icon. So, also wir wollen sie rechts von unserem Icon haben. Und wir packen uns noch ein bisschen Platz auf der linken Seite. Android Doppelpunkt Padding Left. Setzen wir auf, keine Ahnung, 10 Density Pixel oder sowas. Sollte eigentlich ganz gut passen. So, das ist eigentlich auch schon alles. So sieht jetzt ein einzelnes Listenelement aus. Es besteht aus einem Bild und ein bisschen Text, wo der Name von der App draufsteht. Das ist sozusagen unsere Hauptauswahlstelle. Hier können wir alle Apps auswählen. Okay, jetzt gehen wir in die Activity, hier in die Main Activity und schauen erstmal, was wir hier überhaupt alles für Apps haben. Das machen wir hier drin einfach in unserer OnCreate. Hier sagen wir erstmal, wir brauchen einen Private Package Manager. Den nennen wir Package Manager, vielen Dank. Und eine Private List aus, keine Ahnung, wir brauchen jetzt theoretisch noch eine weitere Klasse. Ich glaube, wir schreiben uns tatsächlich diese weitere Klasse My Apps. Und das ist eine, wobei halt, wir initialisieren sie erst später. So, My Apps wird jetzt eine interne Klasse werden. Nein, das war definitiv nicht das, was ich wollte. Eigentlich wollte ich hier eine Klasse kreieren. Ja, vielleicht sollte ich dem Ding noch einen Namen geben. Meine Apps. So, und jetzt dürfte ich vielleicht hier Add Constructor Parameters. Nee. Na gut, dann schreiben wir sie uns selber. Also, Public My Apps. Public Class My Apps. Was ist denn heute los schon wieder? Ich vergiss hier die ganze Zeit Wörter. Aus was bestehen meine Apps? Naja, wir wollen quasi einfach bloß einen Namen haben und ein Icon. Und dieses Icon muss irgendwie drawable sein. Das heißt, wir haben ein drawable, keine Ahnung, Icon. Und wir haben ein String Name. So, das ist im Prinzip schon alles, was wir hier brauchen. Mehr brauchen wir hier tatsächlich überhaupt nicht. Ihr könnt es gerne auslagern in eine andere Klasse, aber so kann ich hier weiterschreiben und ihr habt immer mal noch im Blick, was ist denn in meiner Klasse drin. Deswegen lasse ich das ganz gerne in derselben File drin. Da muss man sich das nicht alles merken. Das ist angenehmer für euch, hoffe ich zumindest. Okay, so jetzt ziehen wir uns erstmal alles, was wir an Apps finden können, in unsere Manager quasi rein. Package Manager ist gleich Get Package Manager. So einfach geht das. Und meine Apps ist gleich, müssen wir erstmal initialisieren. Wir machen das Ganze als ArrayList. Ihr wisst, ich liebe diese ArrayListen. Keine Ahnung, My Apps war es, glaube ich. Ja, was machen wir hier jetzt? Erstmal gar nichts. Wir fügen das einfach nach und nach hinzu. So, und das Ganze müssen wir per Intent abfragen. Das heißt, wir erstellen uns jetzt erstmal so ein Intent-I. Ja, ich will es importieren, vielen Dank. Und erstellen diesen Intent und schicken den an Android selbst wieder
das ist quasi sozusagen ein System Call, wenn ihr so wollt. Also wir fragen das System nach Informationen. Wir sagen hier Action Bodenstrich Main. Zweiten Parameter brauchen wir nicht. i.add Category. So, und jetzt kommt Intent.category Bodenstrich Launcher. So. Und wenn ihr das Ganze jetzt schickt, dann bekommt ihr eine Liste zurück. Also ihr schickt das Ganze jetzt an den Package Manager und der liefert euch eine Liste aus Resolve Info wieder zurück. Apps sozusagen. Also da sind alle Apps dann drin. Eigentlich ist da noch mehr drin. Eigentlich sind da alle Available Activities drin. Aber egal, das passt schon so. Package Manager .query Intent Activities hier. Und da muss der Intent rein und i, also der Integer i ist 0. So, da kommt jetzt dann das Ding zurück und da können wir durchloopen. For resolve info i, achso halt, i hatten wir schon. Resolve info r dann in dem Fall. I ist normalerweise meine Loop-Variable, deswegen blöd gelaufen, aber egal. In Apps wollen wir was machen? Wir wollen uns die My-Apps hier unten erstellen. Also quasi diese Apps, die wir hier zurückbekommen, die sind ja in Resolve-Info drin. Damit können wir nicht so viel anfangen. Deswegen kreieren wir uns hier eine neue My-Apps. Eigentlich hätte ich es My-App nennen müssen, aber egal. My-Apps App ist gleich New My-Apps. Und eigentlich könnten wir das Ganze hier über einen wunderschönen Konstruktor regeln. Public My-Apps, Klammer, Drawable, Icon, String, Name. This.icon ist gleich Icon, this.name ist gleich Name. So. Jetzt können wir hier drin einfach sagen, was wir übergeben wollen. Zuerst das Icon. Das Icon bekommen wir über r.activityinfo.loadIcon und hier dann einfach tatsächlich den Package Manager nochmal reingeben als Parameter sozusagen. Dann das zweite, was wir hier noch wollen, ist unser Name. Den bekommen wir über r.activityinfo hätte ich ganz gerne, .package Name. So, das ist unser Name. Ihr könnt ja natürlich noch mehr machen, irgendwie, ach so, Label theoretisch. Ja, kriegt ihr über r.loadLabel oder LoadIcon, könnt ihr auch benutzen. Aber wir bleiben jetzt bei Package Name. Wahrscheinlich ist das zu viel. Eigentlich sollte ich das Label benutzen hier als Name von der Activity, sonst kommt man da durcheinander, glaube ich. Der Package Name ist normalerweise, also zum Beispiel der Package Name bei mir ist com.example.morpheus.appLauncher und das Label an sich wäre, glaube ich, nur AppLauncher. Deswegen ist es hier wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller, hier LoadLabel zu benutzen und den Package Manager hier nochmal reinzugeben. So, ach so, ja, richtig. Das arbeitet mit Char-Sequences. Das heißt, ich muss den String hier als Char-Sequence definieren und hier auch eine Char-Sequence draus machen. Dann jammert es nicht rum, dass es hier den falschen Typ hat, weil irgendwie, ich weiß nicht, warum Android intern mit Char-Sequences arbeitet, aber egal. So, und jetzt haben wir sozusagen eine App erstellt. Jetzt können wir die unserer Liste hinzufügen, damit wir auch tatsächlich die App da drin haben. Also meine Apps.add und es kommt natürlich die App hinzu. So. Okay, wenn wir das gemacht haben, dann können wir direkt weitermachen und unsere List-View hier kreieren sozusagen. Dazu ziehen wir uns erstmal unsere List-View. List-View ist gleich in eine List-View casten, wie immer. List-View, find-View by ID, r.id. Wie habe ich sie denn genannt? Alle Apps wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Alle Apps. Sehr gut. Okay. So, dann brauchen wir wieder mal unseren typischen Adapter hierfür. Hierbei nehmen wir jetzt gerade mal einen Array-Adapter. Und zwar über logischerweise MyApps. Damit eine MyApp korrekt dargestellt wird als Listenelement. Also wir wollen jetzt hier ein Listenelement erstellen und das Ganze hier als Array-Adapter quasi funktionabel zu machen. Nennen wir einfach nur Adapter, das ist mir alles andere ist mir zu lang.
ist gleich New Array Adapter über MyApps. So, in den Konstruktor rein muss jetzt ein bisschen mehr. Also hier brauchen wir tatsächlich noch was. Ihr seht es hier, wir können mehrere Sachen angeben. Wir werden this angeben als Kontext. Wir werden das Layout angeben, r.layout. Wie haben wir es denn genannt? List-Element, hört sich sinnvoll an. Hoffentlich haben wir es auch so genannt. Und was wollen wir als Liste angeben? Meine Apps. So, das ist im Prinzip das, was wir brauchen werden. Hier einfach ein Semikolon hinten dran, dann wird es hoffentlich rummeckern. Es meckert nicht rum, warum nicht? Naja gut, es meckert nicht rum. Wir wollen aber trotzdem eine Methode überschreiben hier drin. Und zwar override. Was wollen wir? Ups, add override wollen wir natürlich. Override. So. Wir wollen die getView-Methode überschreiben, damit wir auch eine ansehnliche View bekommen. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ich hier die ganze Zeit mache, wie gesagt, mein Video zu ListView ist nochmal deutlich ausführlicher gewesen, glaube ich. Wir machen das hier jetzt sozusagen auf die schnelle Art und Weise. GetView braucht ein int Position oder Pos, eine View. Ich glaube, die hieß ConvertView immer normalerweise. Bei mir habe ich sie jetzt gerade vorhin anders getauft. Und eine View Group, die hieß Parent. So, und jetzt sagen wir, wenn die ConvertView, also die View, in die wir rein konvertieren wollen, wenn die gleich null ist, falls das so ist, dann wollen wir ConvertView gleich getLayoutInflator .inflate r.layout.listElement und null. Upsala. So. Dann sagen wir, wir wollen erstmal unsere Image View setzen. Die ist ja ganz links, also fangen wir mit der an. Image View Icon, keine Ahnung, irgendwie sowas. Icon ist gleich Image View. So, und jetzt die Convert View nehmen, also quasi ein Element ist die Convert View und ihr zieht euch jetzt aus dieser einelementigen Liste hier, also aus einem Listenelement zieht ihr euch die einzelnen Dinger raus. Also ihr seid in diesem Layout drin und wollt jetzt hier, ja sieht man nicht, ihr wollt jetzt hier sagen, Image View enthält mein Image und Text View enthält mein Text. Also find View by ID r.id.app-icon. So. Und dieses App-Icon, das könnt ihr jetzt benutzen, beziehungsweise ihr setzt einfach bei diesem Icon, da habt ihr jetzt quasi alle Möglichkeiten. Da sagt ihr jetzt einfach Set Image Drawable und hier könnt ihr jetzt euer Drawable reingeben, also sprich, ihr bekommt über die Meine Apps Liste .get an der Stelle Position. Pos habe ich nur genannt. Richtig. An der Stelle Position bekommt ihr euer Drawable. Allerdings müsst ihr natürlich davor noch euer Icon rausziehen. So, jetzt habt ihr euer Drawable gesetzt. Jetzt machen wir dasselbe noch mit dem Text. TextView. Keine Ahnung. Text ist gleich in eine TextView konvertieren. TextView. Upsala, doch nicht TextView 10. ConvertView.findView by ID r.id.list, nicht List-Element, sondern App-Name hier. Und wieder null. Ach Quatsch, ich will doch nicht inflaten, ich habe doch schon inflated. Okay, jetzt sagen wir hier Text.setText. Und hier ziehen wir uns jetzt dann aus unseren Apps, also wieder mal meine Apps, .getPosition, den Namen raus. So, und jetzt setzen wir sozusagen einfach den Namen. Der passt jetzt da drin. Jetzt haben wir unsere Convert View, also das, wo es rein soll, haben wir sozusagen alles gemacht, so wie es sein soll. Und jetzt geben wir diese Convert View einfach zurück. Fertig. Danach sagen wir, okay, wir sind jetzt hier, soweit ich das sehe. Danach wollen wir unsere Liste adaptieren, also die List View bekommt jetzt einfach als Adapter über Set Adapter diesen Array Adapter hier rein und da ist dann quasi alles drin. Also hier einfach nur den Adapter reingeben und schon habt ihr das ganze Ding aktiviert sozusagen. Okay. So, jetzt ist natürlich so, wenn ich auf eine App draufklicke, dann möchte ich auch, dass meine App gestartet wird. Es ist ja immerhin ein App Launcher. Also jetzt habe ich sie bisher nur angezeigt
und habe das Ganze als App Launcher definiert, aber ich kann immer noch keine App davon starten. Das machen wir jetzt. Jetzt sagen wir listview.set on Click Listener, on Item Click Listener hätte ich ganz gerne eigentlich. So kommt quasi hier ein Item, also ich habe ein spezifisches Item angeklickt und das wird jetzt hier verarbeitet. New Adapter View.on Item Click Listener. Und ja, jetzt haben wir hier automatisch den On Item Click überschrieben. Hier haben wir jetzt einen Adapter View, eine View haben wir gegeben, ein int i und ein long l. So, was wir hier brauchen, das ist im Prinzip die ID. Ich taufe das mal kurz um. Und das hier ist die Position. Im Prinzip alles, was wir hier jetzt machen müssen, ist, wir wollen diese App jetzt starten. Und dazu sagen wir intent i wieder mal ist gleich new Package Manager. Achso, den habe ich nicht mehr. Ja gut, dann... Ach nein, ich will einfach nur nicht new schreiben, sondern ich will bei dem Package Manager was machen. Package Manager.get launch intent for package. Und hier sage ich jetzt einfach meine Apps.get die Position wieder mal. Das ist ja immer dasselbe hier. Dann über den... Achso, das haben wir jetzt nicht gespeichert, das ist doof. Ich hätte ganz gerne hier noch den Package Name drin, also char sequence Package Name, weil wir über den müssen wir das Ganze starten. Hier geben wir jetzt einfach noch einen Package Name rein, char sequence Package Name this.package Name ist gleich Package Name. So, easy mal erweitert. Hier oben sehen wir schon, wir brauchen hier noch den Package Name, da wo wir unsere Apps quasi rausgezogen haben. Das bekommen wir, indem wir sagen r.activityinfo. Theoretisch sollte es doch da sein. Ah, da ist es doch, Package Name. So, sehr schön. Und jetzt haben wir hier den Package Name von unserer Activity rausgezogen sozusagen. Jetzt können wir das Ganze hier unten auch benutzen, also die IT-App sozusagen oder die positionste App rausgezogen. Jetzt starten wir das Ganze mit dem Package Name. Auch wenn wir den nicht anzeigen, also den brauchen wir tatsächlich nur zum Starten, den zeigen wir nicht an, für den User sozusagen. Okay, und das Ganze muss jetzt hier, glaube ich, tatsächlich ein String sein, oder? Ja, wir brauchen jetzt dieses Mal einen String, das heißt, wir schreiben hier einfach toString hin. Dann wollen wir die Activity natürlich noch starten, jetzt haben wir unseren Intent gebastelt, jetzt gehen wir her und sagen Main Activity, also quasi euer Name, .this.start Activity über den Intent i. Na, ich lagge irgendwie gerade. Ich glaube, ja doch, jetzt hat das übernommen. Okay, sehr gut. So, jetzt nach ein paar kleineren Lags habe ich endlich mein Device hier gestartet und ihr seht, es ist einfach nichts passiert. Also wir konnten jetzt nichts irgendwie starten oder sowas. Das Ausführen hat einfach gar nichts bewirkt. Aber jetzt klickt mal hier unten auf euren mittleren Button und dann habt ihr hier Google Now Launcher oder euren eigenen App Launcher. Und dann könnt ihr hier auswählen Just Once, also nur einmal damit starten oder immer damit starten. Wir machen jetzt Always, das war vielleicht ein Fehler. Und haben jetzt hier tatsächlich alle Apps aufgelistet. Das ist eigentlich ein cooles Teil. Ja, den würde ich sogar vielleicht benutzen. Hier unten sind die wir schon alle selber geschrieben haben. Das sind verdammt viele, also wir können da einfach mal durchgehen. Ja, und ihr seht, wenn wir hier zurückgehen, landen wir wieder bei unserem Google Launcher. Aber wenn wir hier wieder draufklicken, also unsere mittlere Maustaste, das ist sozusagen der App Launcher. Und hier könnt ihr natürlich über die Intents auch die Apps jeweils so aufrufen, wie euch das gerade passt. Natürlich müssen die auch diese Activities hier das Ganze durch verarbeiten, was ich nicht glaube, dass die meisten tun. Aber ihr wisst da mittlerweile genug über Android, als dass ihr das selbst beurteilen könnt. Okay, so funktioniert ein App Launcher, war doch nur die Hälfte von letztem Video, aber trotzdem immer noch genug. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!